Ja, hallo Micha, vielen Dank erstmal für die Zusage dieses Interviews. Erzähl uns doch mal zunächst, wie Pastorazzi gegründet wurde und wer es war. In welchem Jahr begann die Band? Das begann alles 1991. Wir lebten da auf einem Dorf und es gab ja noch kein Internet. Und wenn es allein zwei Typen gab, die irgendwie sich für komische Sachen interessierten, dann zogen die sich natürlich an wie Magnete. Und so kam es, dass der Alex Gregor und der Anzi und ich dann diese Band gründeten. Wir hatten nämlich, ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatten wir die Mini-LP von Napalm Death, die Mentally Murdered, gekauft und standen ratlos vom Plattenspieler, weil wir nicht wussten, ob die auf 33 oder auf 45 laufen sollte. Wir waren völlig perplex, was das für eine Musik ist, was das für eine extreme, geile Musik ist. Später kam dann noch Saint of Corpse und Anal Kant dazu und dann wollten wir halt eben auch sowas machen, weil wir dachten, das kriegen wir auch hin. Hatten allerdings auch noch keinen Namen und keine Instrumente. Die ersten Aufnahmen fanden in Alex' Kinderzimmer statt, wo wir mit Stiefeln und Fäusten auf sein Inventar eingedroschen haben. Genau, und das schön übersteuert. Was bedeutet denn der Bandname Pastorazzi? Da waren wir mal in Ungarn und hatten da einen Freund vom Anzi besucht und morgens saßen wir beim Frühstück zusammen und lasen dieses Wort auf einer Milchtüte und da das Wort unaussprechbar war und man sich das nicht merken konnte und diese 3 Ös beinhaltete, haben wir gedacht, das ist ja der perfekte Bandname. Pastorazzi. Wenn man das so ausspricht, ich habe keine Ahnung, es heißt auf jeden Fall pasteurisiert. Gab es in der Band viele Besetzungswechsel oder konntet ihr eine oder mehr oder weniger stabile Besetzung beibehalten? Die 3 Gründungsmitglieder, also der Alex, der Anzi und ich, waren bis zum Ende immer dabei. Später kam noch der Andi Krämer dazu, der hatte dieses Projekt Extreme Hairstance. Und ansonsten kamen immer Gastmusiker dazu, Freunde, Bekannte, zum Beispiel der Mick von 7 Minutes of Nausea war mal dabei oder der Sabbel von Tumult und so weiter und so fort. Ich hatte damals auch noch eine Hardcore-Band und da waren dann halt eben auch Leute, die wirklich Instrumente beherrschten, die haben dann auch immer mal mitgemacht. Deutschland war damals ein Land mit vielen erfolgreichen Noisecore, Noise-Grind-Bands, BGT, BRB, Tumor und so weiter. Wie einflussreich waren deutsche Bands in diesem Zusammenhang für den Sound von Pastorazzi? Als wir Pastorazzi gegründet hatten, kannten wir gar nicht viele Bands aus Deutschland. Also das einzige war vielleicht Brutal Glöckelterror. Die fanden wir natürlich geil und Wismars Bad Inferno vom Ölaf, die Band, denen waren wir auch ein bisschen befreundet. Das fanden wir natürlich geil. Die anderen kannten wir erst später, da waren wirklich mehr amerikanische Bands wie halt eben Anal Kant oder halt auch aus anderen Ländern, 7 Minutes of Nausea, Minch und diese Bands, genau, die wir halt einfach echt gefeiert haben. Dieser ganze Extremcore und Grindcore, der hat uns sehr beeinflusst. Aber wir waren natürlich dann halt eben auch limitiert durch unser Nichtkönnen. Deswegen, wir hätten wahrscheinlich, wären wir sonst eine Grindcore-Band gewesen, wenn wir ein bisschen besser gespielt hätten. Ja, Pastorazzis Aufnahmen klingen sehr roh und improvisiert. Wie habt ihr die Sessions aufgenommen? Habt ihr wie viele Bands Kassettendeck verwendet und im Proberaum aufgenommen? Ja, ins Studio sind wir nicht gegangen. Ich habe wirklich ein Kassettendeck von meinem Vater geklaut und 2 Richtmikrofone. Und ein Schlagzeug hatten wir und einen kleinen Marshall-Verstärker. Und dann haben wir einfach reingehauen und uns möglichst nah an die Mikros gestellt und da so laut reingebrüllt, dass es schön übersteuert war. Und dadurch, dass das so Richtmikrofone waren, ging das halt eben auch gut. Das hat halt sofort einen Wahnsinnslärm gegeben.
Hattet ihr denn irgendwann die Möglichkeit, ein professionelles oder semi-professionelles Studio zu benutzen? Ein semi-professionelles Studio hatten wir dann 94 für die Single. Das war aber eigentlich auch nur eine 8-Spur, aber das war ja schon total crazy. Genau. Und dann habe ich alles eingespielt. Also ich habe die Songs geschrieben. Wir hatten ja dann immer mehr auch Songs und nicht nur und also mit Riffs und Texten. Und dann habe ich durch die Möglichkeit der 8-Spur erst dann Schlagzeug eingespielt, dann Bass, dann Gitarre und gebrüllt haben wir dann alle. Eure Aufnahmen waren, wie viele andere Bands auch, sehr humorvoll. Was war das Ziel einer Band wie Pastorizid? Habt ihr es wirklich ernst genommen? Gab es ein Konzept oder einen Hintergrund in eurer Musik oder war es einfach nur ein Weg, Spaß zu haben und ein bisschen Ärger abzulassen? Ja, das war so eine Entwicklung. Am Anfang war es ganz klar ein Weg, Spaß zu haben und Ärger abzulassen, sich aber auch von seinen Mitschülern abzugrenzen und irgendwas Verrücktes zu machen. Wurde dann aber zunehmend halt eben auch politischer, ernster. Irgendwann haben wir uns ja sogar quasi gegen die eigene Szene, gegen dieses Noisecore-Ding gerichtet, weil es irgendwann auch langweilig wurde, weil ganz viele genau das gemacht haben, was wir eben auch gemacht haben, nämlich einfach nur Krach. Die Bands hatten immer Namen von irgendwelchen bizarren Krankheiten oder irgendwelche Porno-Cover und das fanden wir dann irgendwann so doof, dass wir dann uns quasi auch inhaltlich gegen diese ganze Sache wieder gewandt haben. Also war auch ein bisschen Ernst und Politik dabei, aber auch immer so ein Augenzwinkern. Hattet ihr jemals die Gelegenheit, live vor Publikum zu spielen? Erinnert ihr euch an irgendeinen bestimmten Auftritt? Ja, wir hatten exakt 2 Auftritte und den einen hatten wir dadurch, dass ich selber ein Konzert in Koblenz veranstaltet hatte. Das Lärmfest, da waren auch 7 Minutes of Nausea, End of Silence, Dreaded Instincts etc. pp. Und halt eben wir. Genau, das war sehr schön. Und dann hatten wir noch einen Auftritt mit ein paar Hardcore-Punk-Bands. Ja, die Leute haben es gefeiert. Die wussten halt nicht, was sie damit anfangen sollten und fanden es irgendwie trotzdem gut. Also glaubst du, der Stil wurde gut verstanden oder wurde er nur als Lärm wahrgenommen? Ja, das wurde nur als Lärm wahrgenommen, weil es halt eben nur Lärm war. Aber das fanden alle dann auch irgendwie lustig. Es ging ja darum, was Neues zu machen oder was halt eben so extrem und übertrieben war, dass es halt eben Reaktionen hervorrief. Welche auch immer. Es gibt eine besondere Veröffentlichung, nach der ich fragen möchte, Pastor Power Flexi EP 1992. Was ist die Idee hinter dieser Veröffentlichung? Ja, da kann ich auch anknüpfen an das, was ich eben gesagt habe. Eben weil alle Bands eigentlich nur Krach waren, haben wir irgendwann diese Idee gehabt, doch einfach diese Flexi zu machen. Mit dem Hinweis, wir hatten dann so ein Inlay, da stand, legt diese Platte auf. Und ihr werdet feststellen, die ist genauso geil wie eure ganzen Helden. Und wir hatten dann auch so Fake-Merch gemacht, Pastorizid Unterhosen, Pastorizid Zahnpasta, alles mögliche. Pastorizid Sturmhaube und Zwille, weil wir waren ja alle linke Zecken. Und genau, haben halt eben gesagt, dass auf dieser Platte Millionen von Songs seien, das gehörte auch immer dazu und dass sie natürlich streng limitiert ist, damit sie irgendwie ganz, ganz schnell im Wert steigt. Und eigentlich war das halt eben auch eine Absage an die eigene Szene. Also es war so ein Fuck you, so die Gegenbewegung zur Gegenbewegung. Im Jahr 2024, also ganz kürzlich, veröffentlichte Mordville Records eine Doppel-CD mit allen Aufnahmen von Pastorizid. Was kannst du uns über diese Veröffentlichung sagen?
Ich kann nur sagen, dass ich aus allen Wolken gefallen bin, als ich davon hörte und mich total darüber gefreut habe, dass der Andi von Mordwill diese Idee hatte. Verstehen tue ich es bis heute nicht, aber anscheinend wohnt dem ja irgendein Charme inne. Deswegen wollte er das machen. Ich habe sofort angefangen, alle Schnipsel akustisch und natürlich halt eben auch, die es so aus irgendwelchen Magazinen noch gab, zusammenzusuchen, zu digitalisieren, zu scannen und ihm zu schicken. Ich habe sogar mit meiner bestehenden Band, da ist auch noch einer, der auch früher immer bei Buster Rützet dabei war und versucht mit den alten Mitgliedern neue Songs aufzunehmen. Leider waren die dann aber dagegen. Die neuen Songs haben aber, also die Aufnahmen haben aber stattgefunden. Also es gibt tatsächlich noch von vor 3 Jahren die letzten Pastorezett-Aufnahmen. Die sind jetzt nur unter dem Titel meiner neuen Band, nämlich Bazooka Zirkus Autobombe, rausgekommen. Kann man bei YouTube finden. Also sind halt nicht auf dieser Doppel-CD, dafür ein paar unreleased Tracks und so weiter. Also ich habe da wirklich ganz viel Arbeit und Zeit reingesteckt. Natürlich der Andi auch, der hat das dann alles zusammengeschustert und gerade zum Beispiel auch die Single, die wir rausgebracht hatten, 1994, da fehlten immer Anfänge von Songs und so weiter. Da haben wir die alten Bänder gefunden, wir haben das alles restauriert und zusammengebaut. Super viel Arbeit und ja, jetzt gibt es die sogar mit T-Shirts und Aufklebern. 30 Jahre später, aufs Jahr genau, unglaublich. Ja, wahrscheinlich hättest du dir gar nicht vorstellen können, zumindest zu Beginn der Band, dass dann die Sachen etwa 3 Jahrzehnte später als Klassiker neu aufgelegt werden könnten. Ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Vor allen Dingen kam dann so viel dazu. Also es kamen Fotos von Leuten, die haben sich unser Bandlogo auf den Arm tätowieren lassen. Die haben Aufnäher auf ihren Jacken oder andere Platten, die da unsere Cover verwenden mit einem Augenzwinkern oder die auf uns verweisen. Bands aus Malaysia, aus Brasilien, überall her. Das kann ich noch gar nicht so richtig glauben, aber es ist schön. Wie ist es denn für dich und deine Band als eine Art Legende des Neues zu gelten? Ja, ich weiß das ja erst seit neulich und es freut mich. Wenn ich ehrlich bin, es freut mich ein bisschen. Ich finde es schön, auch wenn ich es nicht verstehe. Und natürlich darf man das nicht so hochhängen, tue ich auch nicht. Ist halt so ein kleiner, lustiger Sidekick. Was geschah denn nach Pastorezett? Warst du in anderen Bands oder in einem anderen Projekt involviert? Bist du weiterhin aktiv in irgendeiner Weise im Untergrund? Ja, ich war immer aktiv, genau. Allerdings wurde dann das musikalisch mehr so ging das in Richtung Punk und Hardcore. Bis heute gibt es da 20 Platten, die ich mit verbrochen habe. Genau, meine aktuelle Band ist Bazooka Zirkus. Da gibt es aber auch verschiedene Bands, da darf man uns nicht verwechseln. Genau, wir sind heute noch aktiv, wir machen auch dieses Jahr wieder eine Schallplatte, eine neue. Und ansonsten bin ich halt Tätowierer, das ist ja irgendwie, wenn man denn will, auch eine Anknüpfung an Subkultur und Untergrundkultur und auch eine sehr lebendige Szene. Also das ist mir bis heute wichtig, das wird sich auch nicht mehr ändern. Obwohl die neue Szene klein ist, gibt es sie weltweit, vor allem in Ländern wie Brasilien, Peru oder Ecuador. Heute sieht es jedenfalls ganz anders aus. Was hat sich deiner Meinung nach von damals bis heute verändert? Oh du, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich freue mich, dass es in diesen Ländern so viel Szene gibt. Ich kann nur sagen, was sich für mich geändert hat. Für mich hat sich geändert, dass das halt alles nicht mehr neu ist. Es verändert sich alles ein bisschen und inzwischen werden Aufnahmen besser und die Möglichkeiten sind leichter und wie gesagt, ich freue mich für jeden, der da richtig Bock drauf hat. Das geht mir natürlich ein bisschen verloren. Also es kommt nichts mehr, jetzt gerade ist ja so Black Metal Welle oder sogar ein Revival gibt es.
Das ist natürlich alles immer wieder ein bisschen anders, wie schon gesagt, aber es ist ja nie ganz neu. Es ist irgendwie alles so ein bisschen Retorte. Und das ist das, was mir ein bisschen fehlt, was mir ein bisschen abgeht. Also kein Wunder, dass es so ist, ne? Alles gut, alles toll, aber das fehlt mir, das hat sich verändert. Aber das gilt ja auch für Filme oder so. Ne? Wenn ich meinen ersten Splatterfilm gesehen habe, heute kannst du dir einen härteren und einen besseren Splatterfilm zeigen, aber das wird mich nicht mehr so aus den Socken hauen, wie als 16-Jähriger Tanz der Teufel zu gucken, beispielsweise. Okay, also nochmal anders gefragt. Glaubst du, dass die Underground-Szene immer noch so stark und vielseitig ist wie in den 90ern? Stark und vielseitig ist sie, glaube ich, ja. Und ich hoffe es auch. Ja, okay, Micha, das war's. Vielen Dank für deine Zeit erstmal. Wenn du noch was hinzufügen willst, wenn du möchtest, mach das gerne. Ich möchte mich auch bedanken für das Interview und möchte nichts hinzufügen. Danke. Okay. Noch 10 Minuten, keine Sorge. Alex.